Wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, bauen wir eine neue Kirmes. Unsere alte ist 18 Jahre alt. Wir haben uns dazu entschlossen, eine neue zu bauen. Mit moderner Technik, 100.000 LEDs. Und in dieser Folge seht ihr jetzt, wie wir quasi den Tisch eingebaut haben, die Füße festgemacht haben, gegipst haben, begrünt haben, etc. Und jetzt liegen noch 3 Wochen vor uns und wir klotzen jetzt noch mal richtig rein und wollen das Ding fertig bauen. Ja, wir schrauben jetzt die ganzen Beine an, wo nachher der ganze Tisch drauf steht und das ganze Gewicht drauf lastet. Die Herausforderung heute Abend ist einfach, das möglichst exakt und gut und in Anführungsstrichen für die Ewigkeit zu bauen. So. Also, naja, da soll sich ja jetzt die nächsten, naja, hoffen wir mal 30 Jahre oder wie lange auch immer er stehen wird, niemand drüber ärgern und dafür legen wir heute so ein bisschen den Grundstein. Das Blatt ist stumpf. Es wird nicht gehen, ist stumpf. Aber sowas von Fatih. Was ist los? Hast du ein Sägeblatt für mich? Oder ein geschweiftes? Nee, Willst du so ein feines? So eins habe ich auch noch. Ja, das nehme ich mal. Danke. Was hältst du davon, wenn wir den Tisch hier oben drauf legen und uns dann die Striche einfach anzeichnen? Ja. Wir schrauben das jetzt zusammen, damit wir einmal gucken können, also damit wir das hinten besser anreißen können. Wir müssen jetzt die Spannen nochmal nachsägen. Und wenn wir die zusammenschrauben, haben wir halt eine klare Linie und nicht 2 Tische, die irgendwie so zueinander irgendwie rumwackeln, sondern so wie es nachher auch eingebaut wird. Ich war damals leider nicht dabei, wie die Kirmes vor 20 Jahren gebaut wurde, aber ich habe gehört, dass wir wenig Zeit hatten auch dafür und die Liebe damals schon so groß war, dass wir uns dafür auch schon Zeit gelassen haben, das so hinzubekommen. Und sie hat ja auch fast 20 Jahre durchgehalten. Wir haben ein bisschen was verändert, verbessert zwischendurch. Und aus der Erfahrung in der Kirmes und der gesamten Anlage haben wir dann diese Kirmes jetzt gebaut. Und der technologische Fortschritt, wenn man das in diesem Modellbau irgendwie sagen könnte, wäre einfach nur, dass wir die Erfahrung gesammelt haben, der Bausatz ist ein Bausatz, der funktioniert, wenn man den zu Hause betreibt. Wir wollen den aber tatsächlich 8 Stunden, 10 Stunden am Tag laufen haben, 366 Tage im Jahr teilweise. Und da in der Masse mit diesen ganzen Fahrgeschäften wollten wir uns einfach die Möglichkeit lassen, dass wir da nicht jeden Tag ran müssen. So, Anna, und der Dauertest, der lief jetzt ja schon ganz gut. Wir hatten noch Probleme mit den Wagen. Du sagtest mir mal, dass die so ein bisschen hängen bleiben. Im Moment fahren hier 3 Versionen quasi. Das ist einmal das alte Modell, das da mit Tesafilm so nett rumfährt. Das funktioniert auch ganz gut, weil es jetzt zugeklebt ist. Aber sobald da Menschen drin sitzen würden und das Tesafilm weg ist, läuft er halt voll. Und dann haben wir diesen schweren Kandidaten hier, der nur einen Hohlraum hat, also im Druckteil. Die letzte Version sind gerade diese hier, die haben Styrodor von unten. Also einen großen Hohlraum, wo ich das unten reingesetzt habe. Leider habe ich da noch nicht die Oberfläche so hingekriegt, dass es zwar wasserdicht ist, aber rau genug. Die fahren nicht die Laufbänder rauf. Hey Jenny, Na? magst du mir einmal vielleicht die LEDs hier einmal anmachen? Ja. Wow, das sieht ja ganz schick aus. So. Genau, das Licht ist hier so in Gruppen angeschlossen, sodass wir jede Farbe oder jeden Farbbereich einzeln ansteuern können. Beim Fahren so hoch und runter läuft vielleicht. Ja, das wäre ja ganz cool, ne? Wenn Und die im Lichter Stillstand, quasi so genau, im Stillstand vielleicht auch irgendwie was, weil das macht auf der echten Kirmes, erregen die Fahrgeschäfte ja quasi auch ein bisschen Aufmerksamkeit durch ihr Blinklicht. Dann können wir mal gucken,
dass wir da irgendwie 2 Modi einprogrammieren. Ja, das wäre ja nicht schlecht, ne? Wenn das quasi mit der Gondel vielleicht so sich aufbaut, oben ein bisschen blinkt und dann... Also halt runter, ganz ne? exakt werden wir es vielleicht nicht schaffen, da hätten wir noch irgendwelche Sensoren einbauen müssen. Ja. Dafür war jetzt ja nicht mehr genug Platz, aber wir wissen ja, wie schnell die Gondel hochfährt und dann können wir das so ein bisschen abtimen. Das wäre ganz schick, glaube ich. Da steckt schon ein bisschen Arbeit drin. Also die Führung an sich war ziemlich schnell klar, dass ich das so machen möchte. Und dann haben wir halt zusammen überlegt, ja, wie kriegen wir das halt gebremst. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe mit Stoßdämpfern angefangen. Dann haben wir versucht, das ein bisschen von der Führung her enger zu machen, dass er sich dadurch bremst. Sah aber alles nicht gut aus. Dann hatte Sascha die Idee, ob wir nicht eine Magnetwirbelstrombremse quasi herstellen. Es ist ein bisschen anders als normalerweise. Normalerweise hat man einen runden Teller und 2 Magneten, die dran fahren und der Teller dreht sich halt und dadurch wird durch die Magnete gebremst. So, diese Möglichkeit hatte ich unten nicht, mit so einem runden Teller zu arbeiten. Deswegen habe ich hier halt dieses Schwert gemacht. Das Magnetfeld ist ein bisschen länger, habe ich mehrere Magneten nebeneinander und habe dadurch auch diesen schönen Dämpfungseffekt jetzt. Ja, die Motivation besteht darin, das Ergebnis zu sehen, ne? Kann man sagen. Man hat ja Ideen und man arbeitet dran. Es fängt meistens mit einer kleinen Idee an und baut aufeinander auf. Man geht irgendwie immer weiter und denkt, ach, das wäre noch schön und das wäre noch besser umzusetzen. Und irgendwann muss man sich selber schon bremsen, auch aufgrund der Zeit. Ne? Irgendwann wollen wir die Ausstellung ja auch fertig haben. Im Zuge des Neuanbaus von der Kirmes haben wir halt uns entschieden, dass wir auch Teile vom Harzabschnitt sanieren, renovieren. Und jetzt fülle ich hier wieder die Flächen. Und hier werden so ein paar Felder im Hintergrund von der Kirmes entstehen. Jetzt trage ich erstmal den Gips auf und dann wird der glatt gezogen und so und die Landschaft modelliert. Also mit einem nassen Pinsel so ein bisschen glätten. Da wird ja auch noch später wieder Sand drüber geklebt. Der verzeiht dann auch noch mal so den einen oder anderen Hubbel. Dance with me. Normalerweise würde ich es einfach so lassen, aber da das aufschwingt, reicht mir das nicht, dass der Gips nur durch diesen Draht durchbiegt, sondern ich möchte, dass der Gips auch noch unter so einen Kopf von so einer Schraube runtergreift, dann ist es noch mal ein bisschen stabiler. Also du kannst richtig Wasser reinmachen und dann Gips draufkippen und dann blubbert das ein bisschen, weil der absinkt. Ja. Und dann machst du aber noch mal 3 oder 2 Becher Gips drauf, dass du nur noch Gips hast und kein Wasser mehr. Ja, und dann rühre ich. Und dann wartest du kurz, ob noch mal Wasser rauskommt, dann musst du noch mal Gips rüber. Wenn dann nichts mehr rauskommt, dann kannst du rumrühren. Wir hoffen, ihr konntet einen Eindruck gewinnen, wie wir die alte Kirmes abgerissen haben und die neue hier oben in der Altanlage integriert haben. Wir haben sie eingegipst und begrünt und in den nächsten Tagen und Wochen kommen auf jeden Fall noch neue Videos vom Ausschmücken und technischen Spielereien. Bleibt auf jeden Fall am Ball, wir freuen uns drauf. Dance with me.